Krypto und Blockchain stehen für Privatsphäre, Verantwortung übernehmen, Vertrauenslosigkeit und Erlaubnisfreiheit. CEXes, also zentrale Börsen und Handelsplätze, untergraben diesen Ethos fast vollständig, indem sie euch keinerlei Privatsphäre lassen und eure Assets natürlich auf Vertrauensbasis verwalten. Außerdem braucht ihr deren Erlaubnis, um bei diesem Spiel überhaupt mitspielen zu dürfen. Wem das alles zuwidergeht und Kryptowährungen vollständig anonym kaufen und vor allem dadurch seine Privatsphäre schützen möchte, der schaut sich einfach nach anderen Lösungen um. Und genau solche stellen wir euch im heutigen Video vor. Also dranbleiben und bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Privatsphäre ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt, wenn wir mit der Blockchain-Technologie umgehen. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass wahre Anonymität über Blockchain-Technologie nicht unbedingt gegeben sein muss, sondern nur eine sogenannte Pseudonymität, außer wir nutzen ganz spezielle Werkzeuge, um eben unsere Privatsphäre zu schützen. Bis Ende 2025 konnten wir Kryptowährungen noch ohne große zusätzliche Angaben kaufen bei gewissen Anbietern. Hier ist zum Beispiel Relay, aber auch Pocket Bitcoin zu nennen gewesen. Aber dieses Schlupfloch wurde inzwischen geschlossen. Wenn wir die im Intro erwähnten Punkte beim Handel mit Kryptowährungen doch haben wollen, also eben Erlaubnisfreiheit, Vertrauenslosigkeit, aber auch die Anonymität und Schutz unserer Privatsphäre, gibt es eigentlich nur noch eine wirkliche Möglichkeit, das zu tun, und das sind P2P-Netzwerke. Das P2P steht für Peer-to-Peer und das sind im Endeffekt Netzwerke, die Käufer und Verkäufer direkt miteinander zusammenführen. Das Schöne ist, dass ihr für diese ganzen Handelsgeschäfte, die ihr auf solchen Plattformen oder in diesen Netzwerken abwickelt, keine persönlichen Daten angeben müsst. Das ist also vollkommen anonym. Ihr braucht zwar ein Nutzerkonto, aber das könnt ihr im Endeffekt mit einer x-beliebigen E-Mail-Adresse anlegen, vielleicht auch Wegwerf-E-Mail-Adressen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Und an sich gibt es zwar noch einen Plattformanbieter, der natürlich diese Plattform betreibt bzw. verwaltet, aber dieser schaltet sich nur ein, wenn Probleme auftreten. Ansonsten erfolgt keinerlei Interventionen von irgendwelchen Dritten und ihr seid vollkommen untereinander, wenn ihr mit Käufern oder Verkäufern interagiert. Allerdings gibt es hier ein Problem. Manche P2P-Netzwerke sind einfach brutal teuer. Da lohnt sich der Handel fast nicht, beziehungsweise die Anonymität ist mit einem starken Aufschlag auf die Kryptowährungen zu bezahlen, oder sie sind zum Teil sehr, sehr unpraktisch, speziell für Nutzer, die noch gar keine Kryptowährungen haben. Wir nennen hier zum Beispiel das sehr große P2P-Netzwerk Bisq, und hier ist es notwendig, egal ob ihr Krypto kaufen oder verkaufen wollt, mindestens die Hälfte des abgewickelten Betrages in Bitcoin als Kaution zu hinterlegen, die zwar danach wieder freigegeben wird, aber wie schon gesagt, wenn ihr gar keine Kryptos habt, dann tut ihr euch natürlich schwer, mit diesem Umstand diese Kaution zu hinterlegen. Und als dritten Punkt, der schwierig ist bei solchen P2P-Plattformen, ist, dass manchmal auch keine ausreichenden Sicherheitsmechanismen vorhanden sind. Und wenn wir eben solche Geschäfte vornehmen, dann wollen wir natürlich die Sicherheit haben, dass jeder Teilnehmer auch das bekommt, was er eben bestellt hat. Wir haben für euch 3 Netzwerke recherchiert, die wirklich wunderbar funktionieren, die wir auch schon selber ausprobiert haben. Eins davon stellen wir euch heute vor. Weitere 2 sind im Mitgliederbereich unserer Mastermind-Gruppe zu finden. Wenn euch das interessiert, mehr Infos und den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wir fangen jetzt mit diesem besagten Peer-to-Peer-Netzwerk einfach mal an. Wir werden uns heute hodlhodl.com etwas genauer angucken. Hodl ist bereits, wie ihr hier selbst sehen könnt, seit über 8 Jahren aktiv. Das ist also eine Plattform, die schon relativ viel Erfahrung gesammelt hat, die auch ihre Zuverlässigkeit bewiesen hat. Unterstützt werden tatsächlich über 100 verschiedene Währungen und wie ihr auch seht, wurden schon über 100.000 Transaktionen abgewickelt. Und es gibt wirklich einen Haufen Nutzer auf dieser Plattform. Über 300.000 registrierte Nutzer sind vorhanden, sodass hier eigentlich immer das passende Angebot gefunden werden kann. Der Ablauf ist an sich relativ einfach, den erklären wir euch gleich. Ihr habt hier einmal die Möglichkeit, zum einen über die Schaltfläche bei Bitcoin oder
bei Kryptowährungen nach irgendwelchen Angeboten Ausschau zu halten, wenn ihr selber Kryptowährungen kaufen wollt. Ihr könnt also bereits bestehende anklicken, könnt aber auch selbst ein Angebot kreieren. Genau das gleiche gilt für den Verkauf ebenfalls. Das Schöne ist, dass hier auch einige Filterkriterien existieren, also einmal was die Währung angeht, dann könnt ihr auch die Beträge gleich mal filtern nach den Zahlungsmethoden und so weiter und so fort. Und von daher findet ihr bestimmt relativ schnell das, was ihr wollt. Wie funktioniert die ganze Sache jetzt? Also wie schon gesagt, das ist an sich relativ simpel. Wichtig ist, noch einmal zu erwähnen, das ist ja eine zentral organisierte Plattform. Das heißt, ihr braucht erst einmal eine Registrierung, ein Nutzerkonto, aber wie schon gesagt, da braucht ihr keinerlei persönliche Daten hinterlegen, sondern da reicht einfach eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch eine Wegwerf-E-Mail-Adresse verwenden, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt. Dann sucht ihr als nächstes einfach ein Geschäft oder einen Trade heraus, der euch eben anspricht. Wenn ihr das herausgesucht habt, dann könnt ihr diesen annehmen. Da wird dann quasi ein separater Kontrakt, also ein Smart Contract erzeugt, der die ganze Abwicklung zwischen Käufer und Verkäufer abwickelt, und dann wird es eben so gemacht, dass die Kryptowährungen entweder vorab schon oder beim Erzeugen des Kontraktes vom Verkäufer auf das Vermittler-Wallet hinterlegt wird, also sprich in diesen Kontrakt hinterlegt wird, und der Käufer danach, wenn er sieht, dass die Kryptowährungen dort hinterlegt sind, die Fiat-Währungen eben auf das hinterlegte Konto bzw. auf das Konto schickt, das als Zahlungsmethode hinterlegt und angegeben wurde. Hier ist wichtig zu verstehen, dass ihr im Endeffekt einen Schlüssel habt. Also es existieren insgesamt 3 Schlüssel für diesen Kontrakt und man braucht 2 Schlüssel, um eben die Kryptowährungen aus diesem Kontrakt freizugeben. Der Käufer hat einen, der Verkäufer hat einen und der Vermittler, also sprich die Plattform, hat einen. Und wenn die ganze Sache reibungslos vonstatten geht, bestätigt der Käufer, bestätigt der Verkäufer, dass alles in Ordnung ist und die Kryptowährungen werden eben freigegeben. Nur bei Uneinigkeit zwischen den beiden Vertragsparteien, zwischen Käufer und Verkäufer, entscheidet dann quasi der dritte Schlüssel, also der Schlüssel der Plattform, wie mit den ganzen Sachen umgegangen wird. Da schaut sich also der Plattformbetreiber den Fall an und entscheidet dann nach bestem Wissen und Gewissen, wem hier Recht zu geben ist, und dementsprechend wird dann quasi die Kryptowährung entweder an den Käufer weitergeleitet oder wieder an den Verkäufer zurückgegeben. Und wenn das eben dann erledigt ist, wird der Kontrakt geschlossen und das komplette Handelsgeschäft ist über die Bühne gegangen. Das war es. So einfach funktioniert die ganze Angelegenheit, und wichtig ist auch zu wissen, dass diese ganzen anderen Plattformen, die wir noch für euch recherchiert haben, die wir schon gesagt in der Mastermind-Gruppe für euch zur Verfügung stellen, die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Und das hat sich im Endeffekt die letzten Jahre auch bewahrheitet, dass das wirklich eine sehr praktikable Lösung ist, in der 99% der Fälle reibungslos miteinander abgewickelt werden kann. Wie ihr also seht, es gibt tatsächlich noch Möglichkeiten, absolut anonym seine Kryptowährungen zu kaufen. Vielleicht ist es nicht ganz so komfortabel wie mit den Lösungen, die wir in der Vergangenheit benutzt haben, aber es funktioniert und, wie schon gesagt, es ist absolut anonym. HODL HODL funktioniert einfach super und ist definitiv vertrauenswürdig. Das sieht man an dem Track Record, den wir euch bereits vorgestellt haben. Wie schon gesagt, die beiden anderen Anbieter funktionieren exakt auch nach dem gleichen Prinzip. Sie bieten nur noch zum Teil andere Währungen und Zahlungsmethoden an und sind in der Regel auch für andere Bereiche, also sprich für andere Länder oder andere Kontinente mehr genutzt oder weniger genutzt. Ihr findet ebenfalls weitere Privacy-Hacks, was den DeFi- und Crypto-Space angeht, in unserer Mastermind-Gruppe. Wir möchten euch nochmal daran erinnern, dass wir einen separaten Kurs aufgenommen haben, wie man sich eben absolut unsichtbar auf der Blockchain bewegen kann. Wenn euch das interessiert, alle Kurse, alle E-Books, alle Inhalte, die wir jemals publiziert haben, sind in dieser Mastermind-Gruppe inklusive. Guckt da einfach mal rein, vielleicht ist das ja etwas für euch. Ansonsten, wie immer, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.